Hallo zurück zum zweiten Teil unserer Motorradtour durch und um den Nationalpark Eifel. Nachdem wir im letzten Video den Ruhrsee umrundet haben, geht es im heutigen Video etwas südwestlicher und weiter ins Hinterland. Nach der Ruhrtalsperre aus dem letzten Video besuchen wir heute noch zwei weitere Talsperren. Außerdem steht die historische Altstadt von Monschau auf der Liste. Und natürlich zeige ich euch, wie versprochen, die in meinen Augen gefährlichste Kurve der Eifel. Am Ende des Videos habe ich euch wieder die gesamte Strecke auf der Karte eingezeichnet. Das Wetter lässt mich heute Morgen leider komplett im Stich. Es ist nur 5 Grad warm, leicht diesig und windig. Aber gegen Mittag soll es aufklaren, also geben wir dem Ganzen erstmal eine Chance. Warum ich trotzdem fahre? Tja, weil ich Bock drauf habe. Ich mag solches Wetter. Außerdem macht mir die Kälte nicht wirklich was aus. Ich habe doch keine GS, um damit nur im Hochsommer zu fahren. Hoffentlich bleiben auch die ganzen schönen Wetterfahrer heute zu Hause und ich habe die Straßen einfach für mich. Immer nur rollen lassen, das wird schön. Wer von Aachen in die Eifel will, der nimmt meistens die Himmelsleiter, die 2 Kilometer schnurgerade den Berg hinauf nach Rötchen führt. Nur zur Ansicht fahre ich sie hier gerade, denn wir biegen vorher ab in Richtung Rott. Von hier aus machen wir einen kurzen Abstecher zur Dreilägerbach-Talsperre, die Aachen und seine Umgebung mit seinem guten Kranenberger versorgt. Leider kommt man nicht auf die Staumauer drauf, daher starte ich die Aufklärung aus der Luft. Yay, was ein Wetter! Und so sieht eine Drohnenlandung auf Sicht aus. Zum Schluss noch die Staumauer von der anderen Seite und vom Motorrad aus. Weiter geht die Fahrt durch Rötchen. Ja, auch wenn es Rötgen geschrieben wird, spricht man es hier doch als Rötchen aus. Im Aachener Raum gibt es nämlich insgesamt 3 Arten, das G auszusprechen. Alle 3 Arten findet ihr übrigens im Wort Flugzeugträger. Oben am Kopf der Bundesstraße bei Fringshaus immer Vorsicht vor der Blitze, die blitzt euch nämlich auch von hinten. Kleine Anekdote am Wegesrand, wir fahren jetzt ca. 2 Kilometer durch Belgien, ohne dass man etwas davon merkt. Auch der hier verlaufende Fennbahnweg sowie einige Meter rechts und links davon sind offiziell belgisches Staatsgebiet, obwohl ringsum von Deutschland eingeschlossen. Wenn ihr hier einen Unfall habt, dann ruft ihr ganz normal die 112 und erreicht damit die Leitstelle der Städteregion Aachen. Die wiederum alarmiert die belgischen Rettungskräfte, obwohl deutsche Kräfte als erste an der Einsatzstelle eintreffen werden, weil sie einfach näher dran sind und deswegen automatisch mitalarmiert werden. Hier kurz vor dem Ortseingang Konzen ist man dann wieder zurück in Deutschland, wiederum ohne etwas davon zu merken. Weiter geht es in eine Stadt, die für Els bekannt ist, ein wermuthaltiger Kräuterbitter. An dieser Stelle gehen Grüße an den lieben Leon raus. Richtig, es geht nach Monschau. Das beschauliche Städtchen wirkt in Zeichen der Corona-Pandemie wie ausgestorben, wirklich. Besonders im Winter lockt die malerische Altstadt aber mit ihrem Weihnachtsmarkt und der Brücke über die Ruhr als sicherlich meist fotografiertes Motiv der ganzen Region. Heute ist davon allerdings nichts zu spüren, entsprechend trist wirkt es auch mit diesen Wolken am Himmel. Hinter Monschau klart es zwar auf und es wird wärmer, aber auf der freien Pläne pustet es doch ganz schön. Das macht aber nichts, denn wir fahren hier auf einer meiner Lieblingsstraßen der ganzen Region, nämlich der B258 in Richtung Schöneseifen. Ich finde es immer wieder schön, hier mit dem Motorrad und den erlaubten 100 Sachen durch den Windpark zu fahren, der bei dem heutigen Wind auch gut ausgelastet ist.
Hinter Schöneseifen geht es runter nach Hellenthal, weite Blicke ins Land inklusive. Hellenthal ist besonders für seine Greifvogelstation bekannt, aber da ich keinen negativen Corona-Schnelltest dabei habe, gibt es für mich heute auch keinen Einlass. Daher hier ein Bild aus der Konserve, ihr seht einen komischen Vogel, der nicht so recht weiß, wie ihm geschieht, und rechts seht ihr einen Steinadler. Kleiner Scherz, das bin ich im geschätzten Alter von 10 Jahren, nachdem ich all meinen kindlichen Mut zusammengekratzt habe, damit Mutti ein Bild fürs Album bekommt. In Hellenthal selbst lege ich einen kurzen Spaziergang auf die Oleftalsperre ein. Ich wette, außerhalb von Corona-Zeiten würden mich die Touristen und Wanderer hier tot treten. Aber so ist hier nicht wirklich was los, menschenscheue Typen wie mich freut das sehr. Um den Heimweg nicht sofort anzutreten, denn es ist immer noch ziemlich kalt und so langsam kriecht die Kälte auch durch meine Kombi, lege ich noch einen kleinen Schlenker über Reiferscheid und Schleiden ein. Bis hinter Einruhr fahren wir jetzt exakt dieselbe Strecke, die wir auf der letzten Tour bereits zur Ordensburg Vogelsang gefahren sind. Ich spule daher mal flott vor. Ich hatte euch ja letztes Mal schon gesagt, merkt euch diese Kurve. Diesmal fahren wir hier links runter in Richtung Ruhrtal. Wenn ich mir vorstellen könnte, hier in der Gegend irgendwo zu wohnen, dann sicherlich hier bei Dedenborn. Gefällt mir hier. Und hier ist auch im Sommer noch vergleichsweise wenig los, was den Verkehr angeht, daher habe ich auch ein klein wenig schlechtes Gewissen, mit meinem Feuerstuhl die Ruhe zu stören. Im Ruhrtal suche ich mir mittags ein lauschiges Plätzchen am Wasser und lege eine Kaffeepause ein. So, und jetzt löse ich noch mein Versprechen ein und zeige euch zu guter Letzt noch die in meinen Augen gefährlichste Straße der Eifel. Die findet ihr in Widdau, einem kleinen Ort zwischen Hammer und Rohren. Steile und kurvige Straßen sind hier ja normal, aber diese Kurve ist extrem. Hier kommt sie. Sehr schmale Straße, sehr enge Kurve, im Berg, vollkommen unübersichtlich. Zur besseren Ansicht hier nochmal von oben kommend. Hier bin ich schon mehrfach Zeuge von Unfällen geworden, was mich auch nicht wundert.
Ich meide diese Kurve und wenn, dann nehme ich sie im ersten Gang so langsam wie möglich. Also passt hier bloß auf. Das sieht alles nicht so eng aus, aber bedenkt bitte die Verzerrung durch die Kamera und glaubt mir, in echt ist die Kurve saueng. Wir sind damit auch langsam am Ende meiner kleinen Schlechtwetterrunde angekommen, daher hier noch flott die Route auf der Karte zum Nachfahren. Wir starten an der Dreilägerbach-Talsperre bei Röthen, von wo aus es über die Bundesstraße ein kurzes Stück durch Belgien und weiter nach Monschau ging. In Richtung Hellental ging es durch die windige Allee der Windräder wieder in den Nationalpark, ehe wir zum Greifvogelgehege abgebogen sind. Einem kurzen Abstecher auf die Oleftalsperre folgte der Schlenker über Reiferscheid und Schleiden, von wo aus wir den Turbo bis hinter Einruhr eingelegt haben. Links in Richtung Ruhrtal abgebogen fahren wir durch Dedenborn und Hammer, ehe es zum Abschluss noch die besondere Kurve bei Widdau zu sehen gab. Ab Imschenbruch führt mich der Weg dann durch Röthen wieder zurück nach Hause. Und wie sieht's aus? Hat jemand mitgezählt? Ich hatte ja letztes Video gefragt, wie viele Schilder es wohl insgesamt sein mögen. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe es hat euch gefallen und dass ihr mir natürlich euer Feedback in Form eines Daumens oder eines Kommentars dalasst. Ansonsten bis dahin, oder wie man hier in Aachen sagt, Adieu da!